Thunderstorm-Wetter hier. Nee. Willkommen in Cedar Point. Wie geht das? 120 Meilen pro Stunde, das sind ungefähr 193 km/h. Was ein Blödsinn. Spielsensen, Leute, was eine Wahnsinnsachterbahn. Das ist schon ziemlich cool, ey. Das ist eine sehr gute Achterbahn. Isa, Lama. Kuss. Endlich, dann habe ich es endlich drauf. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Heute geht es in einen Freizeitpark, den wollt ihr alle besuchen, weil da so gerne Achterbahn stehen. Aber vorher mal Eis. Immer zwischendurch checken, dass das nicht hier in den Ritzen fällt, weil du kriegst den Sack dann nicht mehr raus. Das reicht. Was ist denn das für ein Sack? Wir haben ja die Tüte. Als die ersten Motels ist ein Wäschesack. Ja, gibt ja keine Tüten in New York, im Bundesstaat New York bei den Supermärkten. Die Tüte bringt nichts. Kurz. Die sind schon. Ja. Wir fahren ja noch ein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite war voll die Sonne. Ja, auf der anderen Seite war voll die Sonne. Und jetzt kommen wir hier raus, jetzt ist alles grau. Was ist rausgeholt? Nee, was? Da ist das Auto. Da ist auch die Sonne eigentlich. Da ist die Sonne. Man sagt, ich sag mal so, sie versucht es. So. Aber das will heute keiner vom Wetter. Nee, das ist Thunderstorm-Wetter hier. So, jetzt müssen wir natürlich... Ja, das Wichtigste ist, die Eiswürfel jetzt nicht zu verlieren. Bleib. So, das ist das Problem. Ich meine Mütze aufziehe, ist das wie wenn ich meinen Motor starte. Da ist ja noch von dem alten Eis das Wasser jetzt in der Box. Nee. Ich komme hier. Da ist ganz viel Wasser. Wir brauchen aber keine Wasser, wir brauchen Eis. Da muss man sehr stark sein. Ja, weil Uschi hat eine feste Bindung zu dem Eis, Wasser. Blöd, Mann. Wir gießen hier die Blumen. So. Au. Dann kommt der ganze Bums rein. Klitschnass mit Rasen. Toll. So wie es sich gehört, sagt der Mann. Und der Sackerl mit dem Eis. Das Sackerl. Aua. Wonderbra. Das ist eine gute Einheit, so ein Wäschesack. Ein Wäschesack passt in die Truhe. Iglu empfiehlt ein Wäschesack für den 76 Dosen Dingens. Kühlbox. Cooler. Dein cooler Rucksack kommt hier rein. I know. Knopf. Mal jetzt mal. Ich bin nicht in einer anderen Zeitzone. Warum? Weil du so weit weg bist. Ach so. Habe ich nicht kapiert. Ist ja meine Hose noch irgendwo? Welche Hose? Ja, falls ich die gleich anziehen will. Eine von den Hosen, die ich gekauft habe. Gottes Willen, diese Frau, ne? Ja, weil es ist jetzt so kalt. Wenn es gleich auch so kalt ist, dann muss ich mich umziehen. Wenn sie hier nichts wegwerfen können, ne? Becher aus Plastik, Besteck aus Plastik, Styroporteller. Hauptsache wir haben Papierstrohhalme. Digga.
Tour übrigens denkt man sich ja erstmal vielleicht grob, was man machen möchte, wo man hin möchte und setzt das dann so in den Zeitraum fest und die Parks und dann fängt man an zu checken, funktioniert das auch an den Tagen, wie wir uns das denken, haben die Parks auf, wie haben die Parks auf. Und es war jetzt ein bisschen schwierig bei der Tour. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Mal alles nochmal umgestellt und wollten zum Beispiel auch viel mehr Kanada mit reinbringen, aber die sträuben sich ja ein bisschen, die Parks aufzumachen. Und zum Beispiel jetzt, wir sind gestern 2,5 Stunden gefahren, wir fahren heute nochmal 2,5 Stunden zwischen Six Flags Darien Lake und Cedar Point, wo wir heute hinfahren. Und wir fahren jetzt gleich an der Abfahrt vom Waldameer Park vorbei, den wir jetzt besuchen wollten heute. Quasi, also da war sogar noch was anderes mit dazwischen, aber der wäre jetzt auf jeden Fall unter der Woche, hätte der stattgefunden und unter der Woche ist der leider geschlossen. Und jetzt fahren wir dran vorbei, das ist dann doppelt ärgerlich. Andererseits ist es auch egal, weil wir kommen quasi auch hier lang wieder zurück. Und dann machen wir den Park auch, weil wir auch noch andere Sachen hier in der Gegend vorhaben. Das DC-Schild ist irgendwie total cool. Ich weiß nicht, für was das ist, ob das eine Tankstelle, ein Diner oder gar nichts mehr ist. Er sieht nach gar nichts mehr aus. Truckers World? Ja, irgendwie ein Autohof, aber irgendwie sieht das nicht mehr so. Nun ja. Also das auf jeden Fall auch mal zu dem, was man macht, was man nicht macht. Wir haben auch erst gesagt, ey, wir machen das nicht wie damals bei der Ostküstentour oder Westküstentour, dass wir nur die großen Parks picken, lass mal ein bisschen kleine Sachen noch machen und nee, funktioniert auch wieder nicht. Entweder ist hier nicht allzu viel oder die haben halt auch geschlossen oder fangen die Saison erst im Juni an oder so und deswegen sind die auch leider dann rausgefallen und wir machen jetzt voll große Parks die ganze Zeit nur, was jetzt für euch natürlich interessanter ist und auch mehr geguckt wird, auch wenn dann immer alle sagen, wie toll das ist, dass wir kleine Parks machen, finden wir auch toll, haben wir auch Spaß dran, aber irgendwie interessiert das sonst keinen. Und wir wurden gerade von einem Aldi-LKW überholt. Aldi ist auch hier am Start, haben wir auch schon in zig USA-Tourvlogs gezeigt. Genau, wir fahren jetzt weiter rund um den Eriesee auf dem Interstate 90 und dann gucken wir mal, was vielleicht noch passiert unterwegs. Ansonsten sehen wir uns allerspätestens bei der Zufahrt nach Cedar Point wieder, was sehr ikonisch ist. Wenn du sagst, du fährst einen Ram und alle kommen mit dem Berlingo an, Alter. Ja, was ist das denn? Ich lieb's. Offensichtlich baut man hier am Interstate 90 Topgolf. Das sieht witzig aus, wenn es gerade. Also es ist ja sehr offensichtlich, dass es das wird. Und war das in Cleveland, wo einfach 1 Milliarde Kirchen stehen? Kirchen? Ja, diese Gotteshäuser, die man kennt. Kirchen. Kirchen? Nein. Ha, wow. Kirchen. Kirchen. Also Kirmes. Kirmes der Frosch. Ändern. Ändern. Ändern.
Willkommen in Cedar Point. Wir konnten am Gate direkt durchfahren, Season Pass scannen fürs Parken. Das ging auf jeden Fall ratzifatz und hat funktioniert. Ich habe gedacht, wenn jetzt kein Mitarbeiter da ist, dann haben wir wieder das große Glück, dass es nicht funktioniert. Aber es hat funktioniert. Wir haben taktisch klug uns an diesen Turm hingestellt und nicht einfach hier rein. So, wir wissen auch nicht, wahrscheinlich gibt es dann auch hier so ein Pre-Entry für Season Passler. Wir haben aber dann lieber das Frühstück im Hotel mitgenommen und sind dann von da aus sofort los, statt jetzt ohne Frühstück loszufahren und nichts zu essen. Es ist auch nicht unser Erstbesuch, deswegen kennen wir schon die Mayflies, die jetzt gar nicht so viele am Start sind. Vielleicht kommen sie... Oh! Ja. Ob das rostet? Wie geht das? Und wieso hält das noch? Geil, Stars and Stripes F-150 hätte ich auch gern. Jetzt gehen wir mal Richtung Eingang und schauen mal, was wir mit euch so veranstalten. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die wir unbedingt machen wollen. Es gibt ein paar Sachen, die müssen wir zum Glück nicht mehr machen. Cedar Point ist super bekannt und der Traum von jedem Achterbahn-Enthusiasten, da ist ein Pimmel drauf gemalt im Dreck, hier mal hinzukommen, war es auch für uns, aber es ist auch so ein bisschen ernüchternd, die Anzahl an Achterbahnen, und dann nimmst du mal weg, was nicht so geil ist. Ich weiß, das wollen manche nicht hören, aber gut. Was natürlich... Ach ja, jetzt kommen ja die ganzen Schulbusse. Es ist ja wieder unter der Woche. Digga, ich hasse es. Machst du nix, müssen wir durch. Ist trotzdem immer noch so die idealste Jahreszeit für Wartezeiten. Da ist der Lake Erie, an dem wir jetzt quasi schon... fast 4 Stunden lang vorbeigefahren sind. Und auf so einem Island hier befindet sich Cedar Point. Auch total irre, total geisteskrank. Wie groß kann bitte ein See sein? Natürlich haben sie jetzt schon auf. Da haben wir die Nationalhymne verpasst. Das ist schade. Ja. Das wäre natürlich noch witzig gewesen, weil Cedar Fair Parks starten in den Tag mit der Nationalhymne und dann auch sind alle da schon im Park, dann noch an dem Rope. Dann drehen sich alle hier zu den Stars and Stripes um und dann ja, wird mal kurz gesungen und dann geht das los. So, und für uns geht das jetzt auch erstmal los durch den Metalldetektor. Also, wir sind jetzt durchgegangen rechts zu Top Thrill 2 und wollen diese Bahn natürlich fahren. Erzählen wir gleich ein bisschen was drüber, aber eben schnell die Geschwindigkeit. Es gibt nämlich 3 Lounges. Der erste Lounge ist 74 Meilen schnell. Der zweite Lounge, wenn man rückwärts gelauncht wird, ist 101 Meilen schnell. Und der finale dritte Lounge, wo es dann hoffentlich über den Top Hat geht, hat eine Topgeschwindigkeit von 120 Meilen pro Stunde. Das sind ungefähr 193 km/h. So, bei Cedar Point muss man seinen Kleinkram, also lose Gegenstände, in den Locker packen. Da müssen wir uns jetzt erstmal einen buchen. Multi-Use, ne? Ja. Wie viel kostet das? $12. So, wir haben jetzt einen Multi-Rent-Locker genommen, weil das auch bei anderen Rides der Fall sein kann. Und der kostet $12. Und wir haben jetzt einen Locker bekommen, da gehen wir jetzt hin. Und dann gibt man da seinen PIN ein und dann kommt das kleine Täschchen da rein und auch including your hat. So, und dann wichtig, wenn ihr das Zeug wieder rausholt, End Rental drücken.
vor allem bei den Multi-Dingen und überhaupt aus Fairnessgründen anderen gegenüber. Und wenn ich jetzt beim Zoll nicht so Stress kriegen würde, würde ich einfach mal 5 iPhones mitnehmen. Die liegen nämlich alle hier oben auf den Lockern, weil die sich das Geld für die Locker sparen wollen, die Kids. Alter, was ist mit euch? Das ist krass. Das ist fast so witzig wie das hier. Das ist nämlich so ein Gate. Und hier ist der Trampelpfad drumherum. So, jetzt müssen wir erstmal dringend was trinken, bevor wir euch irgendwas erzählen. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt zum Auto renne und mir mein Jäckchen wiederhole, weil es richtig kalt ist. Also auf dem Parkplatz ging es nämlich noch voll kalt. Es ist genau andersrum wie gestern. Auf dem Parkplatz war voll kalt, drin im Park voll warm, jetzt war auf dem Parkplatz warm, ist hier drin voll kalt. Wir haben übrigens statt die angeschlagenen 30 Minuten beziehungsweise auf dem Pappschild angedrehten 1 Stunde 2 Stunden und 10 Minuten angestanden. Wow, das war cool. Ist nicht so schlimm, weil nach einer halben Stunde kamen ja die Locker, wo man alles abgibt. Kein Trinken, kein Essen, kein Handy, kein Klo, kein gar nichts mehr. Für 1 Stunde und 45 Minuten. So rum. Geil. Übrigens, hier sind die Locker. Da hinten, unter dem Spike, ist der Ausgang, wo man auch das On-Ride-Foto kaufen kann. Womit weiß ich nicht, aber man könnte es dann da kaufen, wenn man wieder hier komplett zurückläuft. So, wir sortieren uns kurz und dann erzählen wir euch vielleicht ein bisschen was über diese neue Achterbahn hier. Wir brauchen keinen Weihnachtsschmuck. Sicher? Das ist ja geil. Jupp. Alter. Schade, dass die Bankkacke ist. Habe ich da gerade was vorweggenommen, über was wir noch gar nicht gesprochen haben? Wir sind gerade eben mal hier im Shop und gucken uns gerade mal kurz um. Vielleicht muss ich ja gar nicht bis zum Auto laufen, wenn ich mit so einem hässlichen Pullover rumlaufen möchte. Ich weiß ja, dass viele was für geschmacklose Socken über haben, aber die sind so hässlich, dass die wieder geil sind. Wird von Spirit Jersey. So Leute, ich habe eingekauft, halt mal kurz, dann sieht man das ja auch in Gänze. Nee, jetzt kommt erstmal die ganze Gruppe hier, bleibt hier stehen. So, was machen wir jetzt? Ach ja. Okay, das auch, aber Top Thrill 2, was ein Quatsch. Also grundsätzlich eine gute Idee. Die Höhe, die Geschwindigkeit mega krass. Beschleunigung beim Lounge kompletter Murks. Da ist gar nichts los. Und das Ding fährt so unglaublich kacke. Cedar Point, ey, das seid ihr selber schuld. Das ist so eine dumme Idee gewesen und so eine dumme Entscheidung, das so machen zu lassen von Zamperla. Der Zug ist unbequem, der Bügel ist kacke, der Sitz ist hart. Und das Ding rattert und brattert und vibriert da durch und schlägt da durch. Ey, geht gar nicht. Riesenenttäuschung. Ausführliches Review kommt dazu noch. Um euch kurz abzuholen, was das große Problem ist, warum man das auch kacke finden muss eigentlich, ist, wenn du ein Lamborghini hast, ja, und du möchtest deinen Verbrennermotor da raus haben und einen Elektroantrieb einbauen lassen, dann gehst du doch eigentlich wieder zu Lamborghini. Aber nein, bei Cedar Point hat man sich gesagt, wir gehen nicht nach Lamborghini, wir gehen einfach nach Fiat, die können das genauso gut. Und so fährt sich das. Was ein Blödsinn.
cheapness. Ist das auch der richtige Becher? Ja, hier steht Aussie, hier stehen auch alle drauf. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Ich hab extra. So, für alle Calypso-Fans unter euch, ich weiß, dass ihr da seid, der zweite auf dieser Tour schon, das ist erst der dritte Freizeitpark. Es gibt auch eine Huss Giant Frisbee und es gibt sogar von Huss noch eine Tricol hier. Und neu ist diese auf diesem Boardwalk-Bereich hier, da ist übrigens wirklich direkt Wasser, die Wild Mouse. Und hier stand vorher ein Intamin am Pulse Coaster. Das ist auch so Disrespect. Wir setzen euch durch eine Drehmaus von Zamperla, aber eine neue mit einem anderen Layout. Sind wir mal gespannt. Das 38. Schauen wir mal. Ja, und neue Drehmaus, neue Wagen, keine Ahnung. Also ein bisschen anders als das, was ihr von der Reise kennt und mit einem anderen Layout. Trotzdem auf einem sehr schmalen Footprint. Schauen wir uns jetzt mal an und es ist ein neuer Account für uns, eine neue Achterbahn, die hier hingestellt wurde. Es ist auch Wellengang, du, aber es ist ja ein See, es ist ja kein Meer, Alter, das ist so krass. Die Diskussion würde ich ja gerne anfangen, wenn ich mit dem Fußball komme. Der ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, aber von der Größe her würde ich den jetzt auch nicht empfehlen. Und die Frage ist, ob man jetzt alles andere mitnimmt, wenn das ausgeschlossen ist. Ja, wenn ich jetzt irgendwie oben auf dem Balkon an der Nordsee gemütlich eingemüllt wäre, das ist echt schön und gemütlich, aber ich stehe jetzt hier für eine Achterbahn an, das ist nicht schön und gemütlich. Achterbahn. Ist jetzt in Cedar Point nicht so der Hit, würde ich sagen. Weißt du, das sind die Leute, die nur noch diese großen Coaster hier fahren. Nur noch Rekorde, höher, schneller, weiter. Ja. Da siehst du mich. Nein. Ich hab Colorado. Ja, da kannst du ja hier Gemini fahren. Viel Spaß. Gemini. So, nachdem gerade eben bei einer Zamperla mit rumgefuschten Bahn die Wartezeiten gesprengt wurden, wurden sie jetzt quasi eingehalten. Diese Fuschen, Alter. Ich kann das nicht mehr. Wie manche Leute rumlaufen, ne? So irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten haben wir jetzt auch gewartet. 15 waren angeschlagen. Ey, das Ding fährt sich richtig gut. Das fährt ruhig, smooth. Layout finde ich ein bisschen inspiriert von den SC 2000 von Maura Rides. Aber das lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Ne? Gar nicht verkehrt. Also das war cool. Sehr gut. Wir werden wahrscheinlich jetzt einmal nach hinten durchstratzen und versuchen, nochmal Achterbahn zu fahren. Übrigens finde ich das sehr, sehr gut, dass es heute so voll ist, weil hier immer wieder die Frage kommt, wann wart ihr wo? Und wenn es dann leer war, denkt man, ja, dann ist das beim nächsten Mal bei mir meinem Besuch genauso. Als wir das letzte Mal in Cedar Point waren, war das exakt der gleiche Zeitraum und wir haben bis 15 Uhr alle Achterbahnen geschafft, die es gibt. Das wäre heute nicht möglich gewesen, weil wir haben gleich 15 Uhr und haben jetzt 2. So, bei Raven haben wir noch vorzufahren, reden wir also noch nicht drüber. Aber hier, diese kleine blaue Achterbahn, das ist ziemlich krass, weil das ist ein Arrow Double Corkscrew. Und das Besondere dabei ist, zur Eröffnung war es die höchste Achterbahn der Welt. Dahinter steht jetzt die höchste Achterbahn der Welt in Weiß und Rot, Top Thrill 2. Das ist ziemlich verrückt, auch noch, also es gibt wirklich super viele Bahnen hier, haben wir schon mal ein Video zu gemacht. Wir können auch gerne noch mal so ein Einzelvideo machen, wo ich noch mal alle Bahnen einzeln review, weil wir es auf jeden Fall nicht schaffen werden, alle Bahnen heute zu fahren. Da steht auch noch was Neues, was noch nicht auf ist, wo wir drüber reden, wenn wir dann vorbeilaufen. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen weiter nach hinten, das ist ein Stück zu laufen, und zwar in die Ecke, wo Maverick und Steel Vengeance sind.
gerade gedacht, boah, cool, eine Rockabilly-Band, die hier in dieser neuen Gastro, die echt cool aussieht und einladend wirkt. Ja, mit Tattoo-Ärmeln. Alter, was ist mit euch? Wie unreal und fake muss man denn bitte sein, sich sowas anzuziehen, damit man eine authentische Rockabilly-Band ist? Das ist eine authentische Spaßmaschine. Dieses große hölzerne Ding ist keine Holzachterbahn, das ist übrigens eine Hybrid-Achterbahn, Gemini. Fährt sich gar nicht so gut, ist aber ganz witzig eigentlich. Es gibt Leute, die finden die Bahn super. Ist ein Dueling Coaster, wie man sieht. Ist schon cool, muss man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man hier ist. Pipe Scream, so rum, kann man sich drüber streiten. Machen wir wahrscheinlich, weil es ein Grauzonen-Count ist. Jetzt einfach mal, beim letzten Mal war das Ding geschlossen. Machen wir, oder? Ja, wir gucken, wie voll das ist. 10 Minütchen, das machen wir eben. Übrigens, hier ist eine Achterbahn, sehr, sehr geil. Da könnt ihr ja mal raten, wer der Hersteller dieser Achterbahn hier über mir ist. Es war die erste Achterbahn, die diese Firma gebaut hat. Und zwar, ach, du weißt es? Intermin. Ja. Wer hat den Count? Ich. Wer ist traurig? Ich. Weil damals konnte man noch ins Museum, die haben ja ein eigenes Parkmuseum, ins Museum rein und ja, sagen, ich bin doof. Und dann hat man so einen Passierschein bekommen und dann auch für die Bahn fahren, weil die Bahn eigentlich auch nur wieder für Kinder ist, beziehungsweise Erwachsene ihre Kinder begleiten. Ich glaube, das wird aber geändert, weil das zu oft gemacht wurde. Schade für alle anderen. Wir sind jetzt bei Maverick angekommen, Intermin Multi-Launch Coaster. Auch bewegte Geschichte. Weiß ich gar nicht, ob wir da irgendwann mal ein Einzelreview zu gemacht haben. Ich bin gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall sind 50 Minuten angeschlagen. Wie gesagt, wir waren schon mal hier, da war hier Walk On. Wir sind echt durchgelaufen, nachdem wir Steel Wedges gefahren sind. Dann sind wir hier rüber und einfach... ja, manchmal ist das einfach so. Uschi hat gerade gesagt, so, Operations sieht schon wieder so schlecht aus. Ist aber nicht. Also weiß ich nicht, ob sie wie schlecht oder gut die ist, sondern es ist eine Doppelladestation und dann, wenn ein Zug beladen ist, fährt der direkt raus und wird es ist eine Mischung aus Lift und Lounge, also wirst du hochgefahren, etwas schneller. Und der andere rollt unten schon hinterher und bleibt in der Warteposition und dann rücken sie nach. Deswegen stehen oben auch dann erstmal 2 Züge, die dann vorrollen in die Entladeposition. Das Unschöne, also hier könnte ich jetzt echt gut warten. Das Unschöne wird dann gleich das. Diese Viehgatter, die machen das wirklich echt nicht angenehm. Dieses Zickzack-Stehen in der großen Menschentraube, das ist das Problem. Aber es bewegt sich wenigstens nicht wie eben bei Top Thrill 2, wo wir teilweise echt 20 Minuten an einer Stelle gestanden haben, ohne uns zu bewegen. Was übrigens auch voll gut für den Rücken ist, 20 Minuten an einer Stelle auf dem Beton zu stehen. Die Operator haben alle Gummimatten dafür. Ja, also einfach aus gesundheitlichen Gründen sollten die mal ein bisschen besser abfertigen, was man eigentlich von Cedar Fair Parks gewohnt ist. Was ist los hier heute? Ach ja, und der komische Disco Coaster, alter Schwede, ey. Also ist ja nicht die Scheibe, sondern so ein Skateboard quasi da drauf. Es war gut, dass der Junge gegenüber von uns Probleme mit der Fahrt hatte. Da konnte man sich mit ablenken, um nicht selber Probleme mit der Fahrt zu bekommen.
Das ist ja cool. Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich kenne das nicht. Das lassen wir, oder? Das lassen wir schön hier. Lassen wir schön hier. Kingers, statt 50 waren es gute 60 Minuten. Also diese Fastpass-Menschen, die machen das all kaputt. Also beziehungsweise das sieht aber mit der Politik, wie sie das handhaben. By the way, so ein Unlimited Fastpass für heute, für einen Tag, also was ich jetzt online gefunden habe, $125 pro Person. Nochmal extra zu dem Eintritt, den man schon entrichtet hat. Ja, spannend, wie viele da so viel Geld für ausgeben. Aber Maverick, alter Schwede, was eine gute Bahn. Das ist wirklich mal ein richtiges Wildpferd. Diese Umschwünge sind geisteskrank. Das ist ja wirklich, also es muss ja eigentlich nicht zerstören, aber es geht voll klar. Ja, es ist schon sehr intensiv und krass. Also die Bahn darf jetzt nicht schlecht fahren. Also das ist schon sehr wichtig, dass da Schiene gut gebogen ist von hinten. Man sollte auch schon darauf achten, dass man guckt, wo es gleich lang geht, damit man sich darauf einstellen kann. Stimmt. Also, wir haben die anderen, die Blinden, die sind zweimal jetzt gefahren. Einmal erste Reihe. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Einer Blinder. Okay, aber die andere hat auch gerade einen Blindenstock. Echt? Also, noch jemand? Wenn sie, ja, Die habe ich nicht gesehen. ja, kannst dich ja dazu. Die habe ich auch nicht gesehen, siehst du ja. 4 Augen sieht schon wieder nichts. Die ist echt so. Ja, Wahnsinnsbahn einfach. Bockt richtig. Also wirklich richtig gut. So Leute, wir wollen jetzt natürlich auch noch Steel Mansions fahren. Und ihr habt zwar gerade der ruhigste Ort im ganzen Park, jetzt fängt ihr an hier rumzuschreien. Wir müssen dann erstmal unser Zeug locker packen. Wir wollen nicht 90 Minuten jetzt wieder dafür warten. Und haben uns jetzt mal einen Fastpass gegönnt, aber nur einen für einen Ride mal eben. Der kostet im Fall von Steel Mansions $15. Das ist bei dem Kurs ganz okay, also nicht ganz okay, aber weißt du, Season Pass und so, dann machen wir das jetzt mal, damit wir die Bahn auch irgendwie zeitnah fahren können. Und spannend ist, man hat sein Handy dann dabei. Was eine Wahnsinnsachterbahn. RMC Rocky Mountain Constructions iBox Track. War vorher mal eine alte Holzachterbahn, haben sie so umgebaut. Also eine alte Holzachterbahn, die auch so eine Größe hatte. Also so oll ist das jetzt auch nicht. Wir haben jetzt für den Fastpass pro Nase $15 investiert, haben gute 20 Minuten gewartet, statt die 30, die dran standen. Und das war okay jetzt, weil jetzt 1,5 Stunden nochmal zickzack. Ey, mit dröhnen die Ohren. Ich kann das nicht mehr. Ne? Also das ist ja, heute ist echt extrem. Und alle schreien sich die ganze Zeit gegenseitig an und ticken aus hier. Und wenn das nicht ist, dann ist die Musik voll laut. Aber echt richtig dumpf schon. Als ob auf den Bahnen sind die ganz extrem. Also hysterisch schon fast. Ne? Ja, aber auch dieses gespielte Hysterische. Ja, genau. Aber so in einer Frequenz, ey, wirklich. Bei mir aber auch. Richtig dumpf, ne? Hab ich doch gerade gesagt. Ja, hört ihr schon nicht mehr. 4 Augen ist jetzt nicht nur blind, sondern auch taub. Ich habe doch gerade gesagt, das ist schon richtig dumpf. Ja. Der Kollege vorher übrigens hatte keinen Bock, der hat nämlich die Klappe gehalten. Jetzt muss sie auch noch mit ihrer Flüstertüte alles beschallen. Ey, was für eine geisteskranke Fahrt, was für eine wahnsinnige Achterbahn. Wie viel Geschwindigkeit, was für Elemente.
Wahnsinn, fährt sich immer noch mega gut. Nach dem First Drop bis zum Hügel, der da hinten ist ein bisschen so eine Vibration. Was tust du? Alles gut, machen wir weiter. Aber dann geht das voll klar. Also fährt richtig gut. Hat neue Gurte bekommen, nicht mehr die mit diesem spitzen Clip, wo du immer Loch im T-Shirt hast, sondern ganz normale Gurte, die du um alle drumherum wickeln kannst, weil es am Ende doch um den Bügel geht. Deswegen hat der Testsitz auch nur Bügel und kein Gurt. Nur einen Bügel und keinen Gurt. Ganze Sätze. Lernt, ganze Sätze benutzen ist so cool, glaubt mal. Gut, glaubt mal. Ja, krass, einfach nur, also die Stelle auch. Aber auch hier, wie eben bei Maverick, gilt, sollte schon gucken, was passiert, weil ein paar Stellen sind auch ein bisschen unvorhergesehen. Krass, wirklich krass. Unfassbar gute Bahn immer noch. Unvorhergesehen, das ist irgendwie komisch, aber ich glaube, das ist richtig, oder? Die kommen unvorhergesehen. Ne? Ja. Oder die Stellen sind Danke. Was sie sagt. Was ich sagte, bevor sie was sagte. So, wir überlegen mal, was wir jetzt machen. Wir gehen in den Shop. Ja, da hat doch irgendjemand anderes noch nichts gekauft. Guck mal, es ist ein Monster, ey. Das ist schon ziemlich cool, ey. Das ist eine sehr gute Achterbahn. Also wie man sieht, der Park hat auch ein paar schöne Ecken. Und ja, da wird sich gerade ausgezogen und Zeug. Also das ist ja für Schuhe da. Aber die stopfen auch ihre Klamotten da rein, die jetzt noch nicht ganz nass sind. Denn es gibt hier ein Rafting und da gibt es sogar eine Aussichtsterrasse. Da gehen wir mit euch doch einmal hin, um das uns anzugucken, oder? US-Raftings, ich sage es euch, muss man wissen, ob man das mag oder will oder soweit ist, ob man abgeschlossen hat, bereit ist, dem Schöpfer gegenüberzutreten. Ring, Telefon für dich. Du gehst da jetzt nicht dran. Das sieht der Bademeister. Jetzt, wo ich hier so warte, dass so ein Boot noch vorbeifährt, rede ich ja auch weiter dumm daher wie den ganzen Tag. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe euch gar nicht erzählt, ich habe gerade unterwegs bei Steelbench ein Mayfly gegessen, unfreiwillig. Kratzt immer noch ein bisschen im Rachen, ist mich bis dahin durchgeflogen. Tut mir leid. Die Wasserfälle waren gerade noch an, die sind jetzt aus, wenn wir füllen. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, weil es jetzt nicht so nass ist. Was ist das denn für Quatsch? Ja, wer wird nicht im Achterbahnpark der Welt überhaupt ein Streichel zu erwarten? Aber die sind jetzt nicht mehr Rollercoaster Capital of the World, die sind jetzt America's Rollercoaster. Oh, Millennium Force, was ist mit dir? Kommst hier nochmal vorbei im Laufe der Tour, ne? Bin dann hier. Ja, wir schleichen uns hier gerade so ein bisschen durch den Park. Also wir laufen gerade einfach mal eine kleine Runde und gehen Richtung Millennium Force und man läuft jetzt quasi auf Siren's Curse zu, der neue Vekoma Tilt Coaster. Und du guckst so und denkst,
eigentlich müssten die auch mal ein bisschen testen oder so, wenn das vielleicht bald mal losgehen soll. Und in dem Moment fährt der Zug hoch, läuft ein Testrun, weil meine Prognose ist, in 5 Tagen macht das Ding auf, weil die haben noch 5 Tage Memorial Day Sale und wenn der Sale durch ist, dann macht das Ding auf. Ja, krass. Aber ey, was für eine beeindruckende, riesige Achterbahn, die hier voll untergeht, dem so brechern. Aber ich sag mal so, fair können wir jetzt auch machen, oder? Wir testen das gerne, wir opfern uns, ist nicht schlimm. Es sind immer noch 45 Minuten angeschlagen bei Millennium Force, wie man hinter mir sieht. Es waren 15. Übrigens auch hier wieder, so wie bei Steel Village, das müsst ihr vorher locker nehmen und ohne euer Zeug in die Queue. Bei Maverick nimmt er das mit und habt das klassisch, wie ihr das kennt, in der Kiste in der Warteschlange. So, und das sieht schon ziemlich geil aus, das Logo. By the way, feiern wir 25 Jahre Millennium Force. Das entschuldigt vielleicht ein bisschen, dass die Kiste ziemlich rappelt und rumpelt und poltert. Ich verstehe schon, dass das Ding viele feiern, weil es ist auch eine richtig gute Achterbahn. Aber dieser Hype, weiß ich nicht. Nach dem First Drop ist krass. Und dann die erste Runde und danach ist halt einfach nur noch schnell und holter die Polter so, ne? Immer noch besser als der Quatsch hier. Also das orange Kackding. Das wird auf jeden Fall nicht gefahren. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch mal vom Tilt Coaster ein bisschen was hier von der Seite sehen. Und ob der vielleicht noch mal testet. Aber das haben wir jetzt auch. Also wir sind jetzt sind wir alles um 6 Uhr sind wir alles gefahren, was wir unbedingt fahren wollten. Aber das hat aber auch, wir werden gut schlafen. Ich sag mal so, wir werden gut schlafen. B&M Flawless Coaster war mal ein Stand-Up-Coaster und ich glaube, die für mich prägendste Doku über Achterbahn, die ich gesehen habe, war einer mit Werner Stengel und da stand der, glaube ich, genau hier und da war das noch ein Stand-Up und hat darüber gesprochen, über White Knuckle Rides und ähnliche Sachen und ja, total verrückt, auch an so einem Ort jetzt selber mal wieder zu sein. Richtig, richtig geil und ey, zu der Zeit war das auch absolut verrückt. Es ist immer noch verrückt, aber man ist sehr verwöhnt, wenn man zum Beispiel solche Sachen sieht wie diese unfassbar modernen Tilt Coaster von Vekoma, die immer noch nicht auf sind alle, aber dann auf einmal bam, alle gleichzeitig aufmachen werden. Auch finde ich in Europa vertane Chance, auch wenn es Energylandia nicht gemacht hat, dass kein anderer Park so ein outstanding Coaster sich hinstellt, kann ich nicht nachvollziehen, weil auch wenn das jetzt hier natürlich ein bisschen untergeht, das ist ja nicht gigantisch groß. Ne, das geht ja voll klar. Ja, das sieht schon sexy aus. Ist ein bisschen mehr Layout dahinter als das, was wir in Taiwan gefahren sind. Aber es ist auch noch ein bisschen mehr zu tun als 5 Tage. Es ist nicht so katastrophal wie Alpen Fury, aber auch hier... Also nee, offensichtlich nicht. Sowas können nur Leute sagen, die beim Boomerang auch 2-Zugbetrieb fordern. Aber auch hier bei dem Ding gilt wieder, man kann eine Tour nicht nach den neuen Achterbahnen unbedingt ausrichten. Und in der Vergangenheit, alle großen Neuheiten, als Cedar Point zum Saisonbeginn eröffnet, das ist das erste Mal, dass sie das nicht hinkriegen, ärgerlicherweise. Und auch jetzt mit Alpen Fury und so weiter und was noch kommt oder auch nicht kommt, steckst du manchmal nicht drin, Grund genug nochmal wiederzukommen. Schade, solche großen, besonderen, das sind sehr besondere Neuheiten, dass man die so knapp verpasst, aber was willst du? Logo ist cool, ne?
Ja, aber heute legst du mal hin. Hey! Also diese Spielbude da, haben wir uns eben schon gefragt, wie das funktioniert. Das ist tatsächlich sowas wie eine menschliche Claw Machine. Das heißt, du wirst in so ein Dingen gehangen, wie bei so einer Zipline oder so, auf dem Bauch. Und du wirst dann einmal da runtergelassen und man darf so viele Preise, wie man möchte, einmal grabben. Und von denen darf man dann, da wird man hochgehoben und von denen darf man dann eins behalten, was das der Favorit halt ist. Und dafür bezahlt man tatsächlich $20. Ja, so einfach kann man Leute hier entertainen, ne? So, da ist der Mann wieder. Dann möchte ich nicht auf die Tribüne setzen, dann komme ich da gleich auch noch hin, damit ich die Weiche auch noch... Wer unser Ayapa Honors Video gesehen hat, kennt diese Möwe schon. Das war ja ein Souvenir und, also nicht Souvenir, war ein Gewinnspiel, Midway-Gewinnspiel, Midway Games Preis. So, jetzt haben wir es. Und Maurice Pierce hat das Ding zum Merchandise umgewandelt, was ziemlich cool ist da und auch Sinn macht und passt. Und dafür haben die ja auch einen Brass Ring Award gewonnen. Ja, und jetzt gibt es das hier von Top Thrill 2, das macht keinen Sinn. Ja, okay, es gibt hier Möwen, aber die haben keine Flaggen. Die klauen hier nicht die Curly Fries. Es ist so schade, dass die Bahn so kacke ist, ne? Weil das ist echt cool. Also. Oh, was soll das kosten? Was ist da abgefallen? Weiß ich nicht. Das ist da hinten nach hinten geflogen. Und was ist das? Ich weiß es Oh, nicht. was vom Zug. Wie in Sitz. echt. Der Sitz. Ach, schade. Das ist der Sitz, ja? Das ist der Sitz. Ihr habt es gesehen, ich habe nur geschüttelt. Du Schande. Es hätte jetzt eigentlich ein Boogie abbrechen müssen. Was kostet das jetzt? Guck lieber nicht, ey. Kaputt. Gib mal einen Tipp ab. Und das sagt 19 Da $. steht aber gar nichts. Das ist auch schön. Also das hier kostet $22. Das finde ich ein bisschen cool. Das steht da hier nicht, oder? Bin ich bescheuert? Top Thrill 2 Snow steht da nur. Ja, made in China. Kostet aber gar nichts. Nö, ja, dann nehmen wir es mit. Ja. Nee. Wir sind jetzt noch bei Raven gefahren, nach 25 Minuten Wartezeit. Auch hier wieder vertrauenswürdige 45 Minuten angeschlagen. Auf Cedar Point und die Wartezeiten ist auf jeden Fall Verlass.
Blue Streak Holzachterbahn ist ganz witzig, ist relativ klein, man sieht sie auch kaum. Was war das bitte jetzt? Also die Fahrt ist ja cool von Belraven. Riesiger Dive Coaster, 8 Plätze nebeneinander, 3 Reihen, krass, 3 Züge unterwegs, over the shoulder, Lapper mit dieser Softweste, cooles Layout, coole Bahn, riesig hoch, so macht ein Dive Coaster Sinn. Aber jetzt wird es langsam dunkel, die Mayflies kommen raus. Das ist so ein Phänomen, so Fliegeviecher, die jetzt auch hier überall kleben, die, wie der Name es schon sagt, im Mai aktiv sind. Ein Schwarm davon, ein gigantischer Schwarm davon, denkt sich aber, dass deren Platz, um Schwarm zu sein, über der Schlussbremse ist, wo man dann kurz noch steht, bevor es reingeht, wenn der andere Zug davor noch abgefertigt wird. Ja, aber die Leute sind auch, das hört nicht auf davon, das ist ein riesiger Schwarm von winzig kleinen Viechern, die auch jetzt gerade überall kleben, weil wir auch überall durchgefahren sind. Von der ersten Stelle, wo du so richtig bodennah gekommen bist, beziehungsweise nach dem Dive, Ja. voll durch den Schwarm, der auch da war. Wir sehen jetzt alle aus, wir haben uns gerade schon ein bisschen sauber gemacht. Raptor, der jetzt hier lang knallen wird. Wenn ihr das fahren wollt, B&M Inverted Coaster, muss man mögen. Aber wenn ihr nicht extra dafür hinkommen wollt oder lange warten wollt, also lange warten kann ich euch nicht garantieren. Dann könnt ihr das auch einfach im Valigator in Frankreich machen. Die haben das gleiche Layout, nur da fehlt dann da hinten die Blockbremse. Das Ding ist irgendwann aus Japan mal darüber gekommen. Cooles Layout, bockt schon. Ja, die Sonne geht langsam unter. Stars and Stripes wehen, Gatekeeper fliegt da drüber, ist schon ein geiles Bild, sieht schon sehr geil aus. Mit dem Wetter ein bisschen Pech gehabt, auch mit der Fülle des Parks ein bisschen Pech gehabt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, relativ erfolgreich gewesen und euch ein bisschen mitgenommen durch Cedar Point. Wir sind noch nicht raus, wir füllen nochmal unseren Becher auf und ich brauche, glaube ich, nochmal von hier einen Shot mit der Flagge, das sieht ja schon geil aus. So, wir wollten ja noch unser Becherchen auffüllen, das hat Uschi auch gemacht, dann hat sie den erstmal am Boden geschmissen, hat den nochmal aufgefüllt. Aber was ich noch, das wollte ich euch gar nicht erzählen, aber was ich erzählen wollte, Pappstrohhalme sind die dümmste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Mit so einer Kacke ärgern wir uns rum. Hier kann man übrigens auch so einen Drinking-Plan kaufen. Da kriegt man eine Karte und dann kannst du, statt mit so einem Becher rumzurennen, immer irgendwo hingehen und dir einfach einen Pappbecher auffüllen lassen, den du dann wegschmeißt. Und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Also die haben hier ein Konzept, um noch mehr Müll zu produzieren, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Ich weiß nicht, was der Plan dahinter ist. Das macht mich wirklich, das macht mich fertig. Weil, ey, ich bin auch komplett dabei, so bei uns irgendwie Plastik und so einsparen, wo es geht, machen wir auch für uns so, wie weit es geht. Pappstrohhalme sind dumm. Holzbesteck ist ekelhaft. Aber das hier, das, weißt du, da sitzt du mit deinem aufgeweichten Pappstrohhalm im Mund zu Hause und weißt, die trinken hier und schmeißen es weg, trinken, schmeißen es weg. Obwohl es diese Becher gibt. Und du kannst ja auch die Becher für einen Tag als Pfandsystem machen. Oh, ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Nee, da sitzt du mit dem Durstlöscher da und kriegst den letzten Rest nicht mehr raus, weil der Pappstrohhalm sich so voll saugt, dass der einfach dicht ist. Ja. Und hier? Kacken dir die Mayflies ins Gesicht. Ja, Gatekeeper haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht. Ist jetzt keine schlechte Bahn, aber muss ich mich nicht für anstellen. Letztes Mal, als wir hier waren, hat zum Beispiel Uschi darauf verzichtet. Die zweite, also ich bin beide Seiten gefahren, weil beide Seiten Walk-On waren. Und dann hat sie nach der ersten Seite schon gesagt, ey, ich habe jetzt so Cubbing, komm mir mal in Ruhe, Jung. Ihr müsst übrigens nicht denken, dass wie bei uns ab der Schwarm. Haben wir den Sinn? Das Schwarm. Weiß ich nicht, ob man den sehen kann. Ihr braucht nicht glauben, dass wie bei uns spätestens um 15 Uhr die kompletten Riot-Kids aus dem Park raus sind unter der Woche, weil die Schulbusse fahren. Der Park macht gleich zu. Die stehen immer noch hier. Die nutzen das hier aus, die ziehen das hier durch. So, man hört es leider noch nicht. Normalerweise wird jetzt groß die Fernbedienung gedrückt und Autos hupen lassen. Ach, da war schon eins. Deswegen haben wir auch
da geparkt, an diesem Türmchen, Ja. damit wir wissen, wo. Ja, es gab noch ein bisschen weiter was vorne, aber spar dir mal, gib mal die Meter. Machst ja nicht genug an so einem Tag. Nee. Und dann weißt du, wo du stehst. Kannst natürlich auch irgendwelche Zahlen, Schilder und Laternen dir merken. Ich aber nicht. Ich merke mir das nicht. Ist das hier so Zebra Stripe in Blau? Ja, da ist der Lake Erie. Das ist schon sehr geil. Also, ne, wenn du jetzt hier mehrere Tage machst mit Parkhotel, kann ich mir das auch unfassbar gut vorstellen. Und wie ich sehe, war das eine sehr gute Entscheidung von uns, dass wir uns eingecremt haben, obwohl keine Sonne am Start war. Denn der eine oder andere hat das nicht getan und ist ziemlich verbrutzelt. UV-Strahlen kommen auch durch Wolkenkinder. Also, ne, stay hydrated und eingecremt. Genau, so, diese Lebensweisheiten habt ihr schon mal gehört? Hier habe ich noch nicht so eine Masse an E-Säulen gesehen, ne? Nee. Also so gar keine. Nee, so null. Ja, nicht so viele, so null. By the way, haben wir jetzt wieder so 2,5 Stunden Fahrt vor uns zum nächsten Hotel. Gut, dass wir jetzt, also dass es jetzt so spät erst dunkel wird, weil sonst wird es unangenehm. Und dann geht hier auch nichts mehr. Das ist echt krass. Beim Autofahren in den USA ist übrigens an allen roten Ampeln ist so, dass ihr rechts abbiegen dürft, nachdem ihr kurz stehen geblieben seid, wie bei einem Stoppschild. Also an jeder Kreuzung ist quasi ein Grünpfeilschild, wie das in Deutschland kennt. Außer No Turn on Red steht neben der Ampel oben auf dem Schild, dann dürft ihr bei Rot nicht rechts abbiegen, auch wenn ihr stehen bleibt und guckt und Platz ist. Das vielleicht auch nochmal manifestiert. Das haben wir auch schon 30 Milliarden Mal gesagt. Aber wenn ihr Fragen habt, ne, zu irgendwelchen Sachen, schreibt es gerne in die Kommentare. Da gehen wir auch gerne drauf ein, kümmern wir uns drum. Es ist halt auch super schwer, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, wie oft schon gemacht hat, alles auf dem Schirm zu haben, zu erklären, was vielleicht irgendwie noch wichtig ist. Man kommt ja selber in so eine Routine, wo man dann viele Sachen, die besonders sind, als selbstverständlich schon hinnimmt, weil man es so kennt. Also, wenn Fragen offen sind. Und ja, das sieht alles aus wie im Film, weil Filme in den USA gedreht wurden, wie so alle, also gedreht wurden. Aber die meisten von uns sind, glaube ich, mit Hollywood sozialisiert oder Serien aus den USA. Und dann ist dieses Bild da, das sieht halt aus wie im Film oder in der Serie, weil es ja nicht aussieht wie bei uns zu Hause. Und dann guckst du hin und dann sieht alles aus, wie, als ob du in einem Film wärst. Versteht man, was ich meine? Es gibt bestimmt für dieses Phänomen auch einen Begriff, aber selbst den kann ich euch natürlich jetzt nicht mit an die Hand geben. Kleiner Wohnwagen. Bei uns gibt es Brezeln. Bei ihm Wohnwagen. So. Wir sind auf dem Weg von Cedar Point in unser nächstes Hotel. Fahren jetzt noch ein bisschen mehr als ein Stündchen und es ist aber auch schon spät. Wir haben jetzt kurz nach 8. Wir sind ja fast bis zum Schluss sogar geblieben. Hat keiner von uns mit gerechnet, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber alles in allem war der Tag, würde ich sagen, durchwachsen und anstrengend. Anstrengend besonders wegen dem ganzen Trubel und der Lautstärke der Warteschlangen. Klar, anstehen ist, oder viele, also mehrere Bahnen, wo man lange anstehen muss, ist immer zermürbend, aber das gehört halt nun mal dazu. Und die Überraschung des Tages war für mich auf jeden Fall die wilde Maus, weil ich habe mir so gar nichts darunter vorgestellt und dachte so, jetzt ist da so eine rappelige Kirmesbahn. Aber das war echt nicht schlecht, also hat mir Spaß gemacht. Hätte von mir aus auch noch ein bisschen länger sein können, fand ich wirklich cool. Und fuhr sich auch angenehm, ist man ja auch nicht unbedingt gewöhnt. Und ja, ich würde sagen, die Enttäuschung des Tages war Top Thrill 2, weil der Launch ist natürlich erheblich unspektakulärer, finde ich. Also die Heftigkeit
des Launches ist ja auch quasi erwiesen durch diese Arms-Down-Geschichte. Man muss jetzt nicht mehr seine Arms down machen vor dem Launch, weil die Ruckartigkeit natürlich fehlt. Bei so einem LSM ist das halt nicht so der Fall wie bei einem Hydraulic-Launch. Kann. Muss man dementsprechend kaufen, bestellen. Also jetzt hier, ne? Faktencheck. Faktencheck mit Bro. Ja, aber die Fahrt war schon echt rappelig und ja, also ich finde diesen Spike eigentlich cool. Das ist schon spektakulär, weil du wirklich hoch fährst und so rückwärts und so, das ist schon was Besonderes. Ja, also irgendwie gemischte Gefühle. Aber ich habe auch nichts erwartet eigentlich. Ich habe jetzt nichts erwartet, also nicht wenig erwartet oder viel erwartet. Ich habe einfach mir gar nichts dabei gedacht. Wie bei den meisten Sachen, die ich tue. Und ja, ansonsten finde ich gut, dass die Bahnen immer noch so gut fahren, wie wir die in Erinnerung haben. Also das Steel Vengeance, hast du gesagt, vibrierte ein bisschen, ne? Ganz leicht. Ganz leicht. Danach fuhr die wieder ein. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Und auch Maverick war echt cool, das ist ein Friedhof. Eine gruselige Kapelle. Ja, das war so heute Cedar Point. Ich bin froh, dass es nicht geregnet hat. Also es war halt die ganze Zeit so ein Wetter, dass man denkt, jeden Moment könnte es anfangen. Und wir hatten jetzt in Canada's Wonderland erstmal genug Regen. Ja, habe ich noch was zu sagen? Nö. Wir fahren jetzt hier weiter diese super entspannte Straße, die einfach nur geradeaus geht, wie die meisten Straßen in den USA. Und kommen dann irgendwann in einer Stunde an. Ja. Die Leute wohnen hier dann auch einfach irgendwie alleine auf dem Feld. Das ist schon immer ziemlich cool. Also meistens, wie es aussieht, gehört dann da auch irgendwie Landwirtschaft dazu. Die haben dann wie so eine Art Bauern... Farm. Danke. Farm heißt das hier, ne? Wie bei uns die Landwirte, die haben ja auch immer so riesen Scheunen. Hier ist das dann genauso. Ja. Farm ist für mich irgendwie, dass man dort was anbaut. Ja, weißt du, ist es nicht, aber oder Tiere hat, genau dort, wo man auch wohnt. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch direkt daneben, das Feld von denen. Auch noch Gleise. Man weiß es nicht. Ja, stimmt, Gleise auch noch. Silos. Oh, das ist aber ein hübsches. Silo? Welches Silo? Das ist getarnt. Gerade eben war auch, also guck mal, das Haus noch. Gerade eben war auch noch so eine alte Kirk, wo oben die Glocke drin war. Also es sah aus wie aus der Silbermine rausgenommen. Hier, Ride Review. Ja, es ist nicht Ride Review, das ist Railroad Crossing. Ja, das ist Blödsinn. Das ist Der ist nicht so spektakulär. Du willst einen Rollover haben. Dann hab ich's drauf. Endlich, dann hab ich's endlich drauf. So, bis später. America. Du bist sogar angeleuchtet von der Sonne. Das ist der Storm Hunter. Ja, genau. So eine Straße, so ein Ich muss aber jetzt auf Panikwischer machen, damit das authentischer ist. Oh Gott, das ist rausgeballt. 8:26 Uhr sind wir jetzt zum Stehen gekommen. Ist noch kein Ende in Sicht. Wir wissen ja, wie lang die Dinger sind. Na gut, dann. Das ist schon lustig, das jetzt auch mal zu haben. Das ist auch schon, glaube ich, Topspeed, die Dinger fahren, ne? Ja, ich glaube auch. Es ist schon schnell. Das lassen wir auch so drin. In Originalgeschwindigkeit. Müsst ihr euch das jetzt angucken. Oh, ich hab rangesucht gerade. So, kann jetzt jemand errechnen, wie lang dieser Zug ist? Würde ich gerne wissen. Wie es blinkt hier alles. Da geht es auf. Okay, let's go.
dabei zu tanken, das erste Mal. Möchtest du hier nochmal dran riechen? So, das geht auch hier direkt vor Ort eventuell. Ich vermute mal, ich prophezeie, das funktioniert nicht. Ich sage ja, das funktioniert nicht. Ich will mal eben rein. Ja, regular machen wir. Ja, 5. Man kann eigentlich hier direkt an den Dingen selber bezahlen, also ja, die Karte reinschieben. Man bezahlt quasi, das werden meistens $100 geblockt auf der Kreditkarte und dann kann man tanken. Mit unseren Karten funktioniert das manchmal nicht und dann musst du eben rein zum Kassierer, dem sagen, was du hier tanken willst, und dann geht das Ganze auch. Und wir haben jetzt hier 3 Sorten Benzin an dieser Säule und die kommen alle aus ein und demselben Schlauch. Mietwagen kommt nur der billigste Scheiß rein. So, $3,03 die Gallone, das sind wie viel? Weiß ich nicht, irgendwas knapp unter €1. Und was ist Oder das? $1 pro Liter, Entschuldigung. Ja, ich habe ihm jetzt gesagt, ich würde gerne Pump 5 Regular tanken. Sagt er, wie viel denn? Ich sage, weiß ich nicht. Voll. Also, voll? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, das ist das erste Mal, dass wir das tanken. Das ist ein Rental-Car. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht, was das dann, ne? Ja, gut, dann aktiviere ich Ihnen die Säule und dann kommen Sie aber bitte wieder rein und zahlen dann. Nö. Ja, das Ding ist, es gibt auch Preise, die an der Tankstelle, also an diesen, wenn du vorbeifährst, die Preise angezeigt werden, die springen dann. Und dann denkst du, hä, warum ist der Benzinpreis so niedrig und dann doch wieder so hoch? Und wenn du bar bezahlst, ist es manchmal so 10 Cent, 20 Cent pro Gallone weniger, die man bezahlen muss, weil die hier alle nicht kreditwürdig sind. Aber wir holen jetzt nicht extra Bargeld, nur um ein paar Cent zu sparen. Oh, 13 Liter auf 100 Kilometer, der Kleine, ne? Also wirklich, also für so eine Karre. Leute, man kriegt den Koffer gar nicht auf diesen Teppich geschoben. Wir sind in unserem Hotel angekommen, im Quality Inn. Und ich kann mir vom Flur aus die Hände waschen. Das finde ich gut. Was ist das denn wieder für ein Quatsch? So, erstmal wieder reinsteppern. Ist doch nett, oder? Ja, ein bisschen Niedrig, ne? Auch? Das stimmt, niedrig, ja. Ich bin ein Zwerg. Wieso Oll? Was ist denn Oll? Ja, irgendwie finde ich das ein bisschen oll. Weiß ich nicht. Total. Es ist voll Also hier ist nichts abgesplittert, das musst du dir auch mal vorstellen. Aber also wir sind in der 2. Etage, was bei uns die erste wäre. Und wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, komme ich mit dem Finger an die Decke. Das ist bedenklich. Also Das ist ungewöhnlich, ja. so ein Gutsche, der wird sich den Kopf stoßen. Stimmt. Aber Ja, passt doch. das war alles. Zum Waschbecken gibt es auch noch ein Bad. Ja, das ist eigentlich praktisch, ne? Ja, natürlich. Aber es ist doch alles abgehoben. Ja, kannst du Krass. nicht sagen, oder? Ja. Schicki. Machst du die Tür nicht zu? Doch. Vielleicht überlege ich das. Damit dann nicht immer unter dem Vorhang gepustet wird. Ach, da stehen wir ja. Hallo. Wie witzig. Ja, wir fahren jetzt auch wieder weg hier, aber ich habe das Auto mal von oben gesehen. So, wir haben jetzt bei Wendy's uns was geholt. Man kriegt dann übrigens einen Becher, kann am Freestyle-Automaten selber das zusammenrühren. Und dann gibt es noch Stationen mit Ketchup und man macht den Deckel auch selber drauf, die sind da gelagert. Und Salz, Pfeffer gibt es da auch noch. Genau, wir nehmen das jetzt mit, wollen uns jetzt gemütlich in unser Zimmer packen, weil wir sind jetzt auf jeden Fall auch durch für heute. Also gleich, wir müssen ja noch ein bisschen was tun, aber ja, es ist jetzt auch nicht so gemütlich in diesem Leben. Wird hier auf jeden Fall zelebriert. Die Lampen über der Rezeption sind blau und rot eingestellt. Aber es gibt auch wieder hier, wie auch gestern, eine Kaffeebar, wo man sich mal was nehmen kann. Und Pool gibt es wieder. Und Frühstück gibt es auch.
Verrückte Welt. Das Frühstück seht ihr im nächsten Vlog, wenn ihr das sehen wollt. Mal gucken, wie viel Müll da wieder produziert wird. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wir essen jetzt und dann machen wir die Karten leer und dann war das für heute. Weil das war auch jetzt unterm Strich dann am Ende irgendwann anstrengend. Ja, sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder, oder? Ja, seid ihr dabei. Wenn nicht, komme ich zu euch und hole ich euch.